ohne Umschweife geht es auch direkt weiter mit Dr. Lutz Niemann. Er ist Physiker und wird über die radioaktive Strahlung reden. Ist sie Fluch oder ist sie Segen? Dr. Lutz Niemann. Ja, ich bedanke mich bei EIKE', dass ich hier jetzt reden darf. Mein Thema ist Strahlung und Gesundheit. Das ist ein wichtiges Thema, ja, aus der Gefahr der Strahlung. Das wird ja als Grund für unseren Ausstieg herangezogen. Es ist ja so, beim Klima wird jede kleine Menge CO2 vermieden, aber wir wissen, dass etwas mehr CO2 ja nicht schädlich ist, sondern günstig, weil das mehr Pflanzenwachstum bringt. Und das ist für unsere Ernährung ganz, ganz wichtig. Also etwas mehr CO2 ist gut und nicht schlecht. Und ähnlich ist es bei der Radioaktivität. Etwas mehr Radioaktivität wird ja durch die Strahlenschutzgesetze begrenzt und es wird suggeriert durch Grenzwerte, dass das alles schlimm ist. Aber auch das ist falsch. Etwas mehr Strahlung, als wir normal bekommen, ist gut für alle Lebewesen. Und darum geht es mir, das hier klarzumachen. Etwas mehr Strahlung ist kein Fluch, sondern ist ein Segen. Ja, und diese falschen Gesetze, die haben jetzt zwei Folgen. Erstens mal der Ausstieg aus der Kernkraft. Das ist die beste Stromquelle, die es überhaupt gibt. Billig, ewige Reichweite und vor allen Dingen immer zur Verfügung. Und das Zweite ist die Verweigerung der sicher nachgewiesenen positiven Strahlenwirkungen für die Gesundheit der Menschen. Und darum geht es mir. Und um das jetzt einmal klar zu machen, etwas Grundsätzliches an diesem Bild. Da sehen Sie, wenn man eine Substanz hat und will wissen, wie giftig die ist, dann tut man eine Dosis-Wirkungskurve aufnehmen. Also je höher die Dosis ist, je größer der Schaden ist. Dann macht man eine Gerade und man tut den Punkt bestimmen, No Observed Adverse Effect Level, also die Dosis, bei der kein Effekt mehr beim Lebewesen zu erkennen ist. Und aus diesem Wert, das machen die Toxikologen, aus diesem Wert tun dann andere Leute, die den Markwert zum Beispiel herauslesen. Und wenn man jetzt eine Dosis gibt unterhalb dem NOAL-Punkt, dann wird dem Körper ja auch noch weiter Substanz zugeführt, aber man merkt keinen Effekt, aber man merkt in der Regel einen positiven Effekt und das nennt man bei der Strahlenphysik nennt man das Hormesis und ein gutes Beispiel für den Effekt einer kleinen Dosis zuzuführen ist in der Medizin sind die Impfungen. Ja? Dann lernt der Körper irgendetwas Schädliches zu bekämpfen und wenn später irgendwas kommt, hat das Immunsystem gelernt. Bei einer kleinen Dosis als Noel kann das Immunsystem einen Fremdstoff sicher besiegen. Das Immunsystem lernt daraus und es ist ein Training für das Immunsystem, um spätere Angriffe abwehren zu können. Und das ist etwas sehr Positives. Das nennt man eben in der Medizin adaptive Antwort. Die Mediziner lernen das alle. Und ein gutes Beispiel dafür sind Schutzimpfungen. Und das ist bekannt. Jetzt ist es nützlich, bei diesen Dingen einen Vergleich zu ziehen. Und da möchte ich den Vergleich machen mit Ethanol. Ethanol kennen wir alle, Ethanol ist der Alkohol. Gell? Ethanol ist das Gift in allen Getränken.
in Bier, in Wein, in Sekt und so weiter. Und wenn die Dosis zu hoch ist, wissen wir die Folgen. Aber bei sehr kleiner Dosis kann das auch gut sein. Und ich denke, das werden wir morgen Abend hier bei dem Sektempfang testen können, wie gut uns eine kleine Dosis vom Gift Ethanol bekommt. Ich möchte diesen Vergleich mit Ethanol machen, weil den kennt ja nun wirklich jeder. Toxikologen haben diese Dosiswirkungs sehr viele solche Kurven aufgenommen. Dieses hier habe ich aus einer Veröffentlichung von dem Toxikologen Ed Calabrese. Der hat sein ganzes Leben lang mit diesen Wirkungen sich befasst. Und hier ist die Auftragung nur umgekehrt. Da ist nach oben der Nutzen aufgetragen und nach unten der Schaden. Und Sie sehen überall, bei einer kleinen Dosis hat man immer einen Nutzen und erst bei der großen Dosis kommt der Schaden. Und solche Kurven gibt es von allen möglichen Chemikalien, jetzt Quecksilber, Cadmium, Dioxin, Lindan, aber auch bei Strahlung, bei Gamma-Strahlung, bei Neutronenstrahlung. All diese Dinge kann man nachschlagen. So eine J-förmige Kurve gibt es eben überall. Und dazu zeige ich jetzt 2 Beispiele. Dieses hier ist aus der Megamaus-Studie. Im Anfang, als man anfing in den 1940er, 50er Jahren, sich mit diesem Thema zu befassen, da hat man die Megamaus-Studie gemacht. Viele Mäuse solcher Studien, um die Giftigkeit von von Substanzen zu testen, macht man am besten an Tieren, an Mäusen oder an Gewebe, an Zellkulturen. Menschen sind dazu nicht geeignet, da ist die Variabilität von Mensch zu Mensch viel zu groß. Und hier an dieser Folie sehen Sie, auch bei Mäusen hat man festgestellt, bei 1 Sievert als summierte Dosis Gammastrahlen hat man weniger Krebs bei Mäusen. Und das Ähnliche gibt es auch bei Pflanzen. Hier wurden Pflanzensamen mit Röntgenstrahlung bestrahlt, nicht belastet, weil das ist ja keine Belastung gewesen. Und wir sehen bei einer mittleren Dosis von 100 bis 300 Millisievert haben wir besseres Pflanzenwachstum. Es ist oben in diesem Bild ein guter Nährboden und unten ist ein schlechter Nährboden. Wenn natürlich die Pflanzen keinen Dünger haben, dann wachsen sie immer schlechter. Da kann man das dann nicht so gut beobachten. Ja, jetzt verlangen die Strahlenschutzgesetze jede noch so kleine Dosis unterhalb des Grenzwertes zu vermeiden. Und in der Kerntechnik gibt es den Grenzwert 1 Millisievert. Das ist da links eingezeichnet. Das ist in dem Bereich, wo praktisch nichts mehr zu messen ist. Da hat man überhaupt keine Effekte. Das heißt, man bekämpft einen Schaden, eine Dosis, wo weder Schaden noch ein Nutzen zu sehen ist. Und 1 Millisievert ist als Grenzwert heutzutage der Grenzwert 1 Millisievert pro Jahr, aufsummiert über ein Jahr für die Allgemeinbevölkerung. Und aus diesem Grenzwert werden dann halt Maßnahmen abgeleitet, zum Beispiel die Evakuierungen in Fukushima und Tschernobyl. Da werde ich noch drauf kommen, die hätte man nicht machen brauchen. Es ist nachgewiesen, wenn man die nicht gemacht hätte, hätten die Menschen vielleicht einen kleinen bisschen positiven Effekt von einer niedrigen Strahlung, also einer niedrigen Dosis, bei niedrigem Dosisleistung bekommen hätten. Man kann die Wirkung dieser kleinen Dosis auch verstehen, wenn man einen Organismus betrachtet. 1 Millisievert bedeutet, dass jede Zelle, die halt getroffen wird,
ein einziges Mal getroffen wird, also eine Spur durch eine Zelle. Man kennt ja diese Nebelkammern in den Kernkraftwerken, das gab es früher mal, da hat man diese Spuren gesehen. 1 Millisievert means 1 trace per cell, hieß es immer. Und wenn eine Zelle getroffen wird, dann ist das ein Training für eine Zelle und ein Training, um irgendwelche Belastungen oder was auch kommen kann, zu vermeiden oder die Zelle fit zu machen. Jedes Training ist halt wichtig, aber weil es das Immunsystem widerstandsfähig macht, und das ist gut. Aber es ist 1 Millisievert im Jahr, ist als Training zu wenig. Da denken wir mal an Usain Bolt oder an Malaika Mihambo, die trainieren auch, aber einmal im Jahr, das ist einfach zu wenig. Man muss viel mehr trainieren und deshalb kommen ja auch dann bei 300 Millisievert da in der Mitte oder 100 Millisievert, das ist dann 100 Mal trainiert in einem Jahr. Das klingt dann schon besser. Jetzt komme ich zu den evakuierten Gebieten von Tschernobyl. Da gibt es diese schönen Kurven vom Professor Jaworowski, das war mal in Polen der Strahlenpapst. Ein ungemein kluger Mann, ich habe viel von ihm gelesen. Und da hat man halt gesehen, unter den Aufräumarbeiten, davon ist dieses Bild hier, ist der Defizit vom Krebs heruntergegangen ist, also es ist unterhalb von 1. Da ist der SMR gleich 1, das ist das Normale, und die hatten eine niedrige Krebsrate. Die Variation, nicht wahr, die Unsicherheiten, die sind irre groß hier, aber der Effekt ist eigentlich deutlich. Und das sieht man auch noch ein zweites Mal in dem stark kontaminierten Bereich um die Ortschaft Briansk. Auch dort ist ein Effekt zu sehen, der ist ein bisschen kleiner, ja, weil die Leute sind ja weiter weg gewesen, die haben dann geringere Dosis abbekommen. Wer eine größere Dosis abbekommen hatte, nämlich die Aufräumarbeiter, da war der Effekt ein bisschen größer. Die Evakuierungen wurden ja aber gemacht, weil man einem Gesetz gehorchen musste. Das Gesetz hat der Gesetzgeber gemacht, das ist der Boss oben, nicht wahr? Hätte man die Evakuierungen nicht gemacht, dann hätten die Leute profitieren können. Einen Schaden hätten die nicht erlitten. Und diese geringe Freisetzung von Radioaktivität, die damals in Tschernobyl und in Fukushima geschehen ist, die hätte niemals einem Menschen einen Schaden bringen können. Das ist nicht möglich, aber dazu muss man eben die Daten anschauen und muss die Dosis und die Dosisleistung anschauen. Und das ist eben das Wichtige. Ohne Zahlen kommen wir nicht aus. Ja, dann ist noch ein weiteres Thema wichtig. Wir müssen unterscheiden zwischen Schockdosis und auf eine lange Zeit aufsummierte Dosis, also eine kleine Dosis kontinuierlich über lange Zeit. Diese Strahlenschutzgesetzen der Beobachtung des Schadens wird ja abgeleitet aus den Überlebenden von Hiroshima und Nagasaki. Dort hat man beobachtet, dass die Krebsrate von den Überlebenden ungefähr um 5% kleiner war. Aber es war sicher nachweisbar. Aber das war eben eine Schockdosis. Und das, was man dort festgestellt hat, das wird jetzt heute in der Strahlenschutzgesetzgebung übertragen auf eine kontinuierlich über lange Zeit aufsummierte Dosis. Und natürlich ist dieser Trugschuss von Schockdosis auf eine kontinuierliche Dosis über lange Zeit, das ist falsch, kann man eigentlich nicht machen. Das kann nicht gut gehen. Und das wissen wir ja auch vom Bier. Gell?
wer jetzt halt mal 3 Flaschen Hochprozentiges aus X, der wird dann gleich ins Paradies befördert. Dann ist es dann aus, das ist eine Schockdosis, aber über lange, lange Zeit verteilt macht es eben gar nichts. Aus dem durchschnittlichen Alkoholverbrauch in unserem Land von vielleicht knappe 10 Liter kann man schließen, das sind ja vielleicht 10, ja 20 tödliche Dosen, aber die werden über lange Zeit verteilt, über das ganze Jahr, und die machen im Allgemeinen den Menschen ja hoffentlich eine Freude. Es sei denn, man hat so Leute wie Jan Ulrich oder Frau Margot Käßmann. Aber das war ein anderer Fehler. Also wir müssen unterscheiden, aus der Schockdosis dann irgendwelche Schlüsse zu ziehen über gleichmäßig verteilte Dosis über lange Zeit ist nicht gut. Diese Strahlenschutzgesetze, die sind weltweit Lehrmeinung. Und was die Menschen nun mal in ihrer Ausbildung gelernt haben, das bleibt ihnen das ganze Leben. Und ich denke, ich kenne einige Menschen, denen Namen hier auch teilweise bekannt sind, die ihr Leben lang in der Kerntechnik gearbeitet haben. Für denen ist das ein Gesetz geworden. Die halten das auch für richtig. Es ist halt schwierig, von einer Lehrmeinung, was man einmal gelernt hat, wegzukommen und etwas anderes überhaupt sich zu überlegen, zur Kenntnis zu nehmen und zu überlegen, ist das überhaupt richtig, was ich mal gelernt habe. Und diese Tatsache, Schockdosis von 1 Millisievert im Jahr, das ist nun wirklich das ist unsinnig. Ah ja, 1 Millisievert im Kernkraftwerk. Das ist der Grenze, und die Gegenbeispiele, es ist zum Beispiel eine CT-Untersuchung, die ist ja vieltausendfach allein in Deutschland jeden Tag, immer wieder. Bei einer CT-Untersuchung, Ganzkörper-CT, bekommt man einige Millisievert in 15 Minuten. Und das schadet ja nicht. Das ist ein Segen. Das bringt uns ja weiter. Für unsere Gesundheit ist das gut. Warum tut man dann 1 Millisievert bei Kernkraftwerken über das ganze Jahr mit ihrem Aufwand an Geld und Kapital bekämpfen? Das ist nicht sinnvoll. Das nächste ist das fliegende Personal. Hier bei uns auf der Erde, hier haben wir einen Grundpegel, eine Leistung von 50 Nanosievert pro Stunde, ungefähr Nanosievert pro Stunde. Aber im Flugzeug ist dieser Pegel durch die Höhe bedingt das 100-fache. Und deshalb sammelt sich bei dem fliegenden Personal sammeln sich an über das Jahr 1 Millisievert bis 10 Millisievert. Insbesondere, wenn die Nordatlantikroute geflogen wird, weil da kommt man dann im geografischen Nordpol vorbei. Diese Dosis ist ja sehr abhängig von der geografischen Breite und auch von der Aktivität der Sonne, in welchem Zyklus sich gerade die Sonne befindet. Und das nächste sehr schöne Beispiel ist das Radonheilbad. Im Radonheilbad wird mit Strahlung geheilt. Das Radon ist ja ein Edelgas. Und ich habe in meinem Freundeskreis etliche, ich glaube 4 Personen, die regelmäßig ins Radonheilbad gehen, weil sie dort gesünder sind und gewisse, ja, jetzt weiß ich nicht die medizinischen Ausdrücke, aber es gibt zum Beispiel in Bad Gastein, auch in Deutschland, gab es 8 Radonheilbäder. Ich glaube, sie existieren nicht mehr alle. Das ist lange Zeit her. Ich war mal eingeladen zum biophysikalische Diskussion in Bad Brambach. Da habe ich den Professor Feinendegen kennengelernt. Das war mir sehr erfreulich. Also diese Dosisgrenze von 1 Millisievert pro Jahr ist unsinnig und das sollte rüberkommen. Jetzt gibt es aber auch einen Menschenversuch,
wo das bewiesen worden ist, dass Strahlung im niedrigen Dosisbereich gut für die Menschen ist. Und zwar ist das Cobalt-60-Ereignis in Taiwan. Was ist da passiert? Da hatte man Baustahl verwendet, der war verunreinigt mit einer Cobalt-60-Quelle. Da hatte man also offenbar im Elektrostahl einfach eine Kobaltquelle hineingeworfen und die wurde dann verteilt und ist im Baustahl verbaut worden. Und die Menschen in den Wohnungen wurden halt ständig bestrahlt, wenn sie sich in ihrer Wohnung befanden. Und das wurde erst ungefähr nach 10 Jahren festgestellt. Und dann ist man auf die Suche gegangen und hat gesucht, wo sind weitere Wohnungen dieser Art, und hat ungefähr 10.000 Wohnungen gefunden, 10.000 Menschen gefunden, die regelmäßig mit niedriger Dosis Leistung mit harten Gammas bestrahlt worden sind. Und da gab es zu Anfang die maximale Jahresdosis, 910 Millisievert, also fast ein Sievert an Jahresdosis. Die mittlere Dosis waren 74 Millisievert, aber das war nur bei der Gruppe von Bewohnern, die höchste Dosis erhalten hat. Man hatte das dann unterteilt in hohe Dosis, mittlere Dosis, niedrige Dosis. Und normalerweise wären in diesem Kollektiv in den 10 bis 20 Jahren, wo man die beobachtet hat, wären 186 Krebsfälle wären aufgetreten. Und nach dem LNT-Modell, also dass eben jede niedrige Strahlendosis zusätzlichen Krebs verursacht, hätten noch 56 Krebsfälle dazukommen müssen. Tatsächlich sind aber nur 5 Krebstodesfälle aufgetreten. Über dieses Cobalt-60-Ereignis in Taiwan wird in Deutschland nicht geredet. Ich habe da sehr wenig drüber gehört. Götz Rupprecht hat mich darauf aufmerksam gemacht und dann habe ich mich gekümmert. Man kann ja heutzutage alle diese Arbeiten übers Internet sich herziehen, kann das anlesen, kann das anschauen. Und da hat es halt, ja, in Deutschland wird darüber nicht geredet. Ich habe darüber geschrieben, das ist dann veröffentlicht worden und es ist aber auch in unserer Zeitschrift, in der ATW, das ist die Zeitschrift Atomwirtschaft, das ist die Zeitschrift von der Kerntechnischen Gesellschaft für die eigenen Mitglieder. Da wurde darüber berichtet. Und in der Strahlenschutzpraxis wurde darüber berichtet. Das ist auch eine Vereinszeitschrift vom Fachverband Strahlenschutz Deutschland-Schweiz. Die haben also wird schon in den Fachzeitschriften wird darüber berichtet, aber tatsächlich sonst nichts. Und dieses Ereignis in Taiwan, das ist also ein eindrucksvoller Menschenversuch, dass die positiven Strahlenwirkungen vorhanden sind. Ja, durch weniger Krebs, durch bessere Gesundheit, durch längeres Leben, aber erforscht ist das Ganze nicht. Meine Meinung dazu ist, wir sollten den gesamten Strahlenschutz abschaffen und das Bundesamt für Strahlenschutz, die Leute, die da sind, die müssen nicht arbeitslos werden, um Gottes Willen. Die sollten sich mit der Strahlenwirkung von niedrig dosierter Strahlung befassen und sollten das erforschen. Aber das ist ja nach unseren Strahlenschutzgesetzen verboten. Man darf einen Menschen nicht absichtlich unter Strahlung setzen. Zumindest gilt das für Kernkraftwerke. Wir haben ja gesehen, das ist im CT und im Flieger und oder im Radonhalbert, da darf man das. Ja, das habe ich auch schon gehabt, nicht wahr? Eine Millisievert bedeutet für eine Zelle, dass es einmal getroffen worden ist und dann angeregt worden ist zu Reaktionen und es sich wehren muss gegen irgendwelchen Angriff von außen. Und das ist ein Training und ein Training ist halt immer gut, aber es ist natürlich zu wenig, wenn man das nur einmal im Jahr macht. Und ich habe euch ja die Beispiele gesagt, auch Jan Frodemo mit seinem
auf Hawaii wieder den Triathlon, der trainiert nicht nur einmal im Jahr, sondern schon etwas mehr. Ja, und mit diesem Thema haben sich viele Leute befasst und da gibt es diese Verfasser Lackey, Doss, Sanders und Allison, die haben dazu Vorschläge gemacht und diese Vorschläge laufen von 60 Millisievert im Jahr bis zu 3 Sievert im Jahr. Natürlich immer gleichmäßig über die Zeit verteilt, nicht als Schockdosis. Das wäre nichts gut. Gell? Und das bedeutet halt, trainieren einmal in der Woche oder trainieren 10-mal am Tage. Aber diese Dinge sind nicht erforscht. Dazu sollte sich die Menschheit durchringen, damit dieser Effekt der positiven Strahlenwirkungen für die Menschheit angewandt werden kann. Jetzt habe ich hier einen Maßstab mir gemacht, damit man einen Maßstab von der Dosisleistung. Da sieht man, unten ist der Bereich von unserer normalen Umgebungsstrahlung, kosmische und terrestrische Strahlung. Das liegt im Bereich von 50 Nanosievert pro Stunde, Nanosievert pro Stunde. Und ganz oben ist Hiroshima, Nagasaki. Das hat es ja Spitzen gegeben, das waren bloß wenige Sekunden. Aber wenn man auf eine Stunde, waren das dann wohl im Bereich von 100 Sievert pro Stunde, gell? Aber das war ja eine kurze Zeit, aber sie haben die tödliche Dosis abbekommen. Das muss man immer vergleichen mit der Schnapsflasche, wenn man die runterkippt in 5 Minuten, dann hat das eine andere Wirkung, als wenn man das über den ganzen Tag oder über eine Woche oder übers Jahr verteilt. Und dann habe ich in der Mitte das Rote, das ist der Bereich, den die Menschen, die Bewohner in Taiwan abbekommen haben, zu dem Cobalt-60-Ereignis. Das ist auch über weit gespreizter Bereich. Und in diesem Bereich, das habe ich dann rechts, die blauen Pfeile, das sind die Empfehlungen, die diese Verfasser gegeben haben, die ich auf der Folie zuvor gezeigt habe. Wir sehen also, ja, und dann sehen wir noch, im Flugzeug hat man die 100-fache Dosisleistung im Vergleich mit der Dosisleistung, die wir hier ständig auf der Erde bekommen. Das sind 2 Größenordnungen höher. Das ist ja ein logarithmischer Maßstab, gell? Da muss ich ja darstellen. Logarithmisch, damit man das gut sehen kann. Das ist das Flugzeug und in der Raumstation ISS, da kommt man mit der Dosisleistung noch einmal um eine Größenordnung hinauf. Aber dort sind nur einzelne Personen, aber es wird berichtet, dass man dort diese positive Wirkung auch schon erkannt hat. Aber das ist dann eine Biologie und das verstehe ich nicht. Das ist in dem Buch von den Norwegern, Tormod Henriksson heißt der. Der hat ein sehr schönes Buch geschrieben, da ist das beschrieben. Nicht wahr? Man erkennt das irgendwie an den Telomeren. Was das ist oder sowas, das weiß ich nicht. Ich verstehe das halt nicht. Ja, und was machen die Deutschen? Ja, die Deutschen machen viel Unsinn. Sie schalten die Kernkraftwerke ab und sie wollen offenbar wieder zurück in die gute alte Zeit ohne Strom. Nun, es gibt schon Leute, die das Richtige sagen. Da steht es, aus der Internationalen Strahlenschutzkommission, ICRP, das ist die International Commission of Radiation Protection, die sagen, Strahlengefahr ist ein Gespenst. Da heißt es, die Strahlengefahr bei einer kleinen Dosis ist spekulativ, unproven, undetectable and Phantom. Phantom ist ja ein Geisterbild oder ein Gespenst. Und die Deutschen tun halt wegen der Gespenstergefahr jetzt offenbar aus ihrer Stromversorgung aussteigen. Professor Jaworowski, muss ich aufräumen?
Ja, es geht zu Ende. Ja, irgendwann, wenn man das, was die Deutschen alles als Dumme machen, der Neubauwert der Kernkraftwerke sind 250 Milliarden Euro. Gorleben wird jetzt wieder verfüllt, da hat man 2 Milliarden Euro investiert. Jetzt tut man das Salz, was oben gelagert ist, auf der Oberfläche wieder unten in die Schächte reinbringen. Das wird dann noch einmal 2 Milliarden kosten. Die Asse, der Rückholschacht soll gebaut werden. Wenn der fertig ist, dann ist das aufgelaufen auf Kosten von 3 Milliarden Euro. Und man hat inzwischen ausgerechnet, die Gefahr, die da kommt, weil das Salzwasser die Fässer korrodiert und dann die Radioaktivität auslöst und durch den Gebirgsdruck nach oben wandert. Das könnte nach 2500 Jahren eine zusätzliche Dosis von 20 Mikrosievert im Jahr bringen. Das stand gerade in der letzten ATW, die ich gerade erhalten habe, drin beschrieben. Also ist ein vollkommener Irrsinn. Im Kernkraftwerk Gundremmingen an dem Zwischenlager, das ist ja eine Halle mit Wänden einen Meter dick, 100 Meter lang, 40 Meter breit, die Wände 1 Meter bis nach oben, weil ja, das ist ja alles so gefährlich, damit da ja kein Becquerel rauskommt. Und da drinnen stehen dann die Castoren. Und dann kam in 2014 ist das gewesen, eine Auflage von den Behörden, dass man diese Wand an den Längsseiten nochmal schützen muss durch eine zweite zusätzliche Wand, auch wieder 1 Meter dick, aber nur die halbe Höhe, 10 Meter hoch. Ich war im Zweifel, ob das tatsächlich gebaut worden ist und habe dann bevor ich hierher gekommen bin, habe ich bei Google Maps nachgeschaut. Tatsächlich, diese zusätzliche Wand ist gebaut. Man sieht ja auf der einen Seite, nur auf der anderen Seite ist es halt im Schatten. Da sieht man nur noch, wie es ein bisschen um die Ecke gegangen ist. Ja, dann wird halt das abgebrannte Brennelement inzwischen in Deutschland als Müll bezeichnet. Dabei ist das ja ein Wertstoff. Es ist ja im abgebrannten Brennelement, da ist ja noch 95% der Energie drin. Wobei ich natürlich voraussetze, dass man auf schnelle Brüter übergeht. Und das ist ja schon längst geschehen. Die Russen haben ja den Natriumbrüter, der in Deutschland entwickelt worden ist, gebaut. Und übrigens ist dieses Wissen auch durch Verrat von Deutschland nach Russland gekommen. Das hat Willy Marth mal beschrieben. Willy Marth ist schon droben. Willy Marth war ein kluger Mann. Ja, gut. Ich würde gerne noch einen Satz sagen zu Methan. Ich wurde in meinen letzten 10 Jahren bei Siemens am Infrarotspektrometer ausgebildet. Ich habe das gelernt, ich wurde ausgebildet. Bin bei Perkin-Elmer in Friedrichshafen ist das. Die verkaufen die Geräte und die bilden da die Leute aus. Da war ich ein paar Wochen und ich habe das gelernt und ich habe das Infrarotspektrometer Siemens Hoffmannstraße betreut. Und dann habe ich natürlich immer gesucht. Ich habe ja selber Spektren aufgenommen und ich sehe dann, was Kohlendioxid macht und ich sehe, was Wasser macht. Und ich habe immer gesucht, wo ist denn das Methan? Das habe ich nie gefunden. Nun hatten wir dort eine Bibliothek, ungefähr so viel, das sind große Atlanten. Ja, das ist die Spektrumbibliothek, das ist alles, was es an organischen Stoffen gibt, ist da drin. Und die organische Chemie ist ja irre groß. Und dann habe ich Methan gesucht. Methan steht nicht drin. Ja, ich denke, die Ursache ist, Methan hat keine Infrarotspektren. Methan hat kein Dipolmoment. Methan ist genauso wie Sauerstoff und Stickstoff ein symmetrisches Molekül und hat kein Dipolmoment. Und Methan kann überhaupt nichts machen mit IR oder sowas. Dann habe ich mal nachgefragt und habe den Professor Gerhard Kramm angefragt, der in Alaska wohnt. Der hat mich mal irgendwo zitiert und dann konnte ich ihn auch anfragen. Und dann habe ich ihn aufmerksam gemacht und gefragt, warum, wieso fehlt das?
Dann hat er gesagt, na, das ist schon richtig, Methan macht nichts, aber die 30 mal stärkere IR-Wirksamkeit des Methans wurde vom IPCC festgelegt. So werden die Menschen betrogen und Deutschland betrügt sich bedauerlicherweise selber. Ein schönes Buch. Über mein Thema gibt es nur englischsprachige Bücher. Die habe ich jetzt hier gar nicht drin. Doch, da sind sie ja. Englischsprachige Bücher. Nicht wahr? Weil in Deutschland ist ja das Thema tabu. Ja. Aber dieses Buch, das ist vor 2 Jahren herausgekommen vom Dr. Walter Rüegg. Ich kenne den persönlich, ein sehr kluger Mann. Da steht irre viel drin. Herzlichen Dank. Ja? Ist ein bisschen lang geworden? Nur ein bisschen. Bitte? Nur ein bisschen. Nur ein bisschen, na gut. Ja. Gut. Ja, dann haben wir es, gell? Nochmal einen herzlichen Applaus für Herrn Lutz Niemann.